So gut wie jeder denkt einmal früher oder später darüber nach, Antidepressiva zu nehmen, wenn es nicht mehr bergaufwärts geht. Einmal Antidepressiva, immer Antidepressiva? Ändert es unser Gehirn und kommen wir jemals wieder davon weg? Dazu jetzt mehr. Versuch dich mal daran zu erinnern, wie du noch ein Baby warst. Vermutlich kannst du das nicht. Aber eines möchte ich dir sagen, niemals zuvor war dein Gehirn in dieser Zeit so aufnahmefähig wie damals. Denn damals hast du alles aufgesaugt wie ein Schwamm. Jedes einzelne Geräusch, alles was du gesehen hast, alles was du geschmeckt hast, alles was du gefühlt hast oder alles was du gerochen hast, ging in dir hinein und wurde in Nanosekunden abgespeichert. Das nennt man heutzutage auch Neuroplastizität. Wir haben hier oben in unser Gehirn Billionen von neuronalen Mikrostrukturen. Und diese neuronalen Mikrostrukturen sind am aufnahmefähigsten, wenn wir viel Serotonin innen drin haben. So zumindest die These. Jetzt ist Folgendes. Wenn wir älter werden, sind diese neuronalen Mikrostrukturen nicht mehr so aufnahmefähig wie in jungen Jahren. Die These zufolge ist, weniger Serotonin in den Synapsen, weniger Neuroplastizität. Jetzt haben Forscher herausgefunden, wenn man exogen von außen Antidepressiva, also Antidepressiva, hauptsächlich die aus der Gruppe der SSRI, den synaptischen Spalt hier oben in der Blut-Hirn-Achse blockieren, das Serotonin weniger aus dem Gehirn raus in das Blut, in den Körper hineinkommt, dafür sorgt, dass mehr Serotonin in diesen neuronalen Mikrostrukturen innen drinnen bleibt. Die Folge ist, wir können schneller wieder alles umlernen. Wusstest du, dass jedes einzelne kleine Gespräch, auch wenn es nur noch so klein ist mit irgendjemand, das du mit jemandem führst, schon dazu führt, dass sich irgendetwas da oben neu abspeichert? Eine neue Erfahrung, einen neuen Menschen gelernt. Neue Erfahrung bedeutet auch gleichzeitig neue Gefühle. Das bedeutet der These zufolge nach, haben wir hier oben mehr Serotonin innen drinnen, können wir dadurch die Neuroplastizität fördern und unter Umständen wieder dahin kommen, wo wir einmal als Kind waren, nämlich alles aufnehmen wie ein Schwamm. Die These zufolge ist jetzt wie folgt. Hat der Patient eine Angststörung oder eine Depression und macht jetzt viele neue positive Erfahrungen mit den Serotonin-Wiederaufnahmehämmer, kann er das schneller abspeichern. Logisch. Hat er keinen Serotonin-Wiederaufnahmehemmer in sich innen drinnen und kommt erst gar nicht in die Gänge oder hat zu viel Angst davor, neue Erfahrungen zu machen, kann das nicht funktionieren. Vielleicht ist dein erster Gedanke jetzt, na super, der Juan hat gesagt, ich kann nur umlernen und neue Verhaltensweisen lernen, um neue Gefühle zu bekommen, wenn ich sogenannte Serotonin-Wiederaufnahmehemmer nehme. Nein, ich kann dich da beruhigen. Man kann natürlich auch so umlernen. Und das, was ich dir gerade erklärt habe, ist zunächst einmal auch eine These. Sicher gab es dazu MRT-Versuche an 80 verschiedenen Probanden und man hat zum größten Teil herausgefunden, dass die SSRI tatsächlich dabei helfen. Aber hey, wenn du keine nehmen willst, brauchst du auch keine zu nehmen. Und ich würde dir auch empfehlen, wenn du einen Arzt hast, der dir versucht, das anzudrehen, nimm das. Pass auch immer ein bisschen davon auf, denn es gibt ganz, ganz viele Ärzte, die haben verschiedene Verträge mit Pharmaunternehmen und bekommen dazu Provision. Wenn dich das mal näher interessiert, wie das Ganze hier so in Deutschland abläuft, hier oben auf den i ein anderes Video von mir dazu. Ich habe aber auch eine gute Nachricht für dich, denn es gibt verschiedene Maßnahmen, wie du deinen Serotoninspiegel ganz natürlich erhöhen kannst, ohne einen Serotonin-Wiederaufnahmehemmer in Form von Antidepressiva zu nehmen. Dabei ist es wichtig, dass man weiß, dass die Kombination es macht. Nimm viel Zink zu dir, Magnesium und Vitamin D3. Bei Zink solltest du auf keinen Fall höher gehen als 50 Milligramm pro Tag. Das schreibt übrigens auch die amerikanische FDA vor. Magnesium solltest du nicht mehr als 400 Milligramm pro Tag nehmen. Wenn du mehr nimmst, wird nichts Schlimmes passieren. Allerdings kann es sein, dass du unter Durchfällen dann leidest. Bei Vitamin D3, das Sonnenhormon, ist auch ganz, ganz wichtig. Das erhöht auch unseren Serotoninspiegel. Dabei solltest du achten, dass du nicht mehr als 20.000 Einheiten pro Woche zu dir nimmst. Ein altbewährtes
vom Arzt oft verschriebenes Präparat ist das sogenannte Dekristol. Wenn das jetzt alles nicht hilft und dir das auch nicht weiterhilft beim Verändern, Dazulernen, neuen Erfahrungen zu machen, dann kann ich dir empfehlen, dass du L-Tryptophan-reiche Ernährung zu dir nimmst. Viele Bananen und bittere Schokolade sorgen dafür, dass wir viel L-Tryptophan zu uns nehmen und das auch den Serotoninspiegel erhöhen kann. Und wenn das immer noch nicht klappt, dann kannst du 5-HTP substituieren. Und wie das geht und wie die Dosis dazu ist, dazu hier einmal auf den i. Daraus resultierend habe ich meine eigene persönliche These entwickelt. So viele Menschen bekommen Antidepressiva und machen dazu nichts. Das heißt, sie machen kein Coaching, sie machen keine Psychotherapie oder lernen selber nicht um. Das bedeutet, wenn du schon Antidepressiva nimmst, dann ist doch der Goldstand daraus resultierend, ob jetzt die These stimmt oder nicht, das sei jetzt mal dahingestellt, dass du umlernst. Das ist doch gerade deine Chance. Ob du jetzt, wie gesagt, das mit diesen Antidepressiva machst oder mit diesen Nahrungsergänzungsmitteln oder die Ernährung umstellst, dadurch, dass dann in deinem Kopf mehr Serotonin innen drinnen bleibt, in deinen Synapsen, das sei, wie gesagt, dahingestellt. Aber lerne um. Lerne um. Mache doch jetzt neue Erfahrungen. Es ist doch jetzt die Chance, die du hast. Versuche es so gut wie möglich. Wenn du schon merkst, dass das Antidepressiva bei dir anschlägt, was toll ist, dann mach jetzt so viele Erfahrungen, wie du nur kannst. Treffe dich mit neuen Leuten, mach neue Erfahrungen, geh zum Sport, reise, fahr irgendwo hin, lerne ein neues Hobby, entdecke dich wieder selbst, finde wieder zu dir selbst, stelle dich deinen Ängsten, mach Therapie, mach Coaching. Ist alles richtig, ist alles gut, aber Antidepressiva alleine werden dein Problem, das du hier oben in deiner Gedankenwelt von alleine niemals lösen können. Denn du musst selber daran auch arbeiten, dein Denken wieder zu verändern, deine Beziehung zu deinen Gedanken zu überprüfen, deine Glaubenssätze. Und wenn das alles sitzt und wenn das alles funktioniert, dann hast du auch eine signifikante höhere Chance, dass wenn du das Antidepressiva absetzt, nicht wieder nehmen musst. Ob einmal Antidepressiva, immer Antidepressiva, hängt also meiner persönlichen Meinung nicht davon ab, ob die Absetzsymptome sehr stark sind oder nicht, sondern eher davon, welche Erfahrungen ich gemacht habe in der Zeit, wo ich die Antidepressiva genommen habe. Habe ich tatsächlich neue Erfahrungen gemacht? Habe ich umgelernt? Ist meine Neuroplastizität angefahren und habe neue Erfahrungen im Kurzzeitgedächtnis, aber eventuell auch im Langzeitgedächtnis abgespeichert? Das ist der wesentliche Faktor, ob ich ein Leben lang Antidepressiva nehme oder nicht. Zu den Absetzsymptomen ist Folgendes zu sagen. Wenn ich Absetzsymptome verspüre, dann liegt es erst einmal daran, dass ich nicht richtig abgesetzt habe. Das bedeutet, entweder wurde das Medikament viel zu schnell abgesetzt oder im schlimmsten Fall ganz abrupt und dann kommt es zu verschiedenen Symptomen, wie Lichtblitze, Schwindel etc. Und jetzt kommt das Perfide. Jetzt kommt praktisch der Höhepunkt dieses Videos, wenn man so möchte. Betroffene, die jetzt in dieser Zeit nicht umgelernt haben und immer noch stark unter ihren alten Angstmustern als Beispiel leiden, interpretieren diese Symptome des Schwindels, des sich komisch fühlen etc., Zittern und wieder aufdringliche Gedanken, Herzklopfen, was in erster Linie dann in Anbetracht der Umstände normal ist, als einen Rückfall. Und dann geht es los. Alte Muster greifen wieder. Hineinsteigern. Grübeln, Sorgen, es kommt wieder alles von vorne. Was soll ich nur machen? Schatz, siehst du, ich muss ein Leben lang Antidepressiva nehmen. Mir geht es so schlecht. Ich habe wieder diese aufdringlichen Zwangsgedanken etc. Es ist alles wieder wie gleich. Eine selbsterfüllende Prophezeiung, wenn man so möchte. Und was macht man dann? Man ruft an, geht zu seinem Hausarzt oder zum Psychiater. Ich brauche wieder Medikamente. Der Arzt freut sich, die Pharmaindustrie freut sich, jeder freut sich, nur du nicht. Was schließen wir jetzt daraus? Wir schließen daraus, und das möchte ich dir an dieser Stelle geben,
Leg dein Vertrauen nicht nur in das Medikament hinein, sondern auch in dich. Vertrauen hat nichts mit Wissen zu tun. Und gerade wenn wir grübeln und wenn wir uns Sorgen machen, suchen wir in unserem Kopf nach einer Lösung. Durch die Lösung werden wir dort oben durch Grübeln oder sich Sorgen machen nicht finden. Vertrauen erlangen wir immer auf den umgekehrten Weg, indem wir darauf vertrauen, dass es gut wird, ohne es zu wissen. Du brauchst es nicht zu wissen. Du darfst daran vertrauen. Und das ist der Schlüssel. Das ist der Schlüssel zu der Genesung. Eines der wichtigsten Schlüssel, darauf zu vertrauen, der Tag wird kommen und es wird alles wieder gut werden. Wenn du das in dir findest und aufhörst danach zu suchen, ich will wissen, ob es mir wieder gut wird, dann wirst du automatisch den ersten Schritt in dir haben, dass es wieder zu einer Besserung kommt. Wenn dich jetzt interessiert, wie Escitalopram bei mir gewirkt hat, verlinke ich dir das hier einmal auf der Endcard. Ich bedanke mich bei dir fürs Zusehen. Dein Juan. Namaste.